Hi, hier ist Bob Hatton, der Mutmacher. Guten Morgen, Gottes Segen und guten Tag. Lasst uns zum letzten Mal in dieser Woche Epheserbrief Kapitel 3, Vers 10 aufschlagen. Und ich möchte, dass wir miteinander diesen Vers 10 lesen. Und da heißt es, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Jedes Wort hat etwas zu tun mit der Gemeinde. Und um die Gemeinde geht es heute, um die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 14, wir kommen zum Ende dieses Kapitels, das Ende von der ersten Missionsreise. Und ich lese gerne vom Vers 26. Und da heißt es, und von da segelten sie nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber zusammen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Gestern haben wir gelesen, dass sie Ältesten eingesetzt hat, dass sie Leiter eingesetzt haben. Und plötzlich dieses Wort taucht auf, Gemeinde. Und das haben wir dann gehört, dass es eine Gemeinde, eine Christengemeinde oder eine Jesusgläubige Gemeinde gegeben hat in Jerusalem. Und es ist die Rede von einer Gemeinde in Judäa, Samaria und Galiläa. Und jetzt in Kapitel 14, sie haben Leiter eingeführt. Jede Gemeinde, auf einmal sind mehr als eine Gemeinde nur da in Antiochien. Nun, was ist das denn diese Gemeinde? Jesus hat nur zweimal von der Gemeinde gesprochen. Einmal in Matthäus Kapitel 16, als Petrus bekannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat Jesus gesagt, also Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und ich sage, du bist Petrus und so weiter. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Himmel werden es nicht widerstehen. Also er hat etwas gesprochen von dieser weltumfassenden Gemeinde Jesu, die so kräftig sein wird. Und dann das zweite Mal, ein paar Kapitel später, in Vers 18. Und da heißt es, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, geh ihm zu ihm, sprech zu ihm, hört er nicht auf dich, geh mit einem Zeuge, versuch ihn zu überführen unter 4 Augen. Wenn er auf euch nicht hört, dann sollt ihr Gemeinde sagen. Und wenn die Gemeinde nicht hört, dann soll er ausgeschlossen quasi. Hier ist nicht die Rede von einer weltumfassenden Gemeinde. Wenn ich sündige und muss dann vor der Gemeinde gebracht werden, ist es unmöglich, dass ich vor dieser weltumfassenden Gemeinde gebracht werde, sondern nur um die Ortsgemeinde da, wo ich zugehörig bin. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Er hat nicht gesagt, mein Tempel, der hat nicht gesagt, meine Synagoge, der hat nicht keine religiöses Wort gebraucht, sondern er sagte, meine Gemeinde, meine Körperschaft, also das Wort wörtlich gebraucht, Ekklesia ist das griechische Wort, und Ek bedeutet heraus und Klesia bedeutet gerufen, die Herausgerufenen. Ich werde diese Gruppe von Herausgerufenen, ich werde sie bauen. Paulus hat das dann aufgenommen. Wir wissen, dass nach dem Tod Jesu, dass Jesus gesprochen hat, viele Dinge noch mit seinen Jüngern. Und Paulus hat dann seine Lehre bekommen durch Offenbarung Jesu, der war in diesem Sinne einzigartig, hat auch das meiste des Neuen Testamentes niedergeschrieben mit Offenbarung von Jesus. Und diese Sache von Gemeinde, das ist etwas, was ganz besonders auf dem Herzen von Paulus war. Aber auch später in der Offenbarung, auch Petrus erwähnt das ist das, was auf Gottes Herz ist. Und als sie dann, die haben Leiter eingesetzt. Und dann dieser Haufen von Jüngern, sie gelten dann als
als Gemeinden. Sie haben keine prächtige Gemeindehaus oder Kirchengebäude gehabt. Sie haben vielleicht in Häuser getroffen, aber sie waren Gemeinden. Sie waren diese weltumspannende, prächtige Gruppe von Menschen. Und jetzt Paulus geht zurück nach Antiochia und ruft die Gemeinde zusammen. Gott hat auch eine Gemeinde in Antiochien. Und das ist etwas, was ganz gewaltig ist. Etwas, was die Missiologen sagen, die effektivste Art, die Welt zu evangelisieren, ist, dass wir Gemeinden gründen. Und ich stehe in Verbindung im Ausland mit einer Gruppe von Menschen. Und sie sagen, wir wollen zwischen das Jahr 2020 und 2030, wir wollen 10.000 von diesen Gemeinden gründen in unserem Gebiet, in der Provinz. Da sind mehr als 100 Millionen Menschen wohnen da. Es ist nicht sehr viel, wenn wir das so betrachten. Und ja, man würde sich sagen, das kann man leicht sagen, die sind vielleicht Spinner. Aber sie haben schon 1.600 gegründet. Und die nächsten, was ist das, 9.000 oder 8.400 ist dann schon ein Riesenschritt. Aber die haben schon etwas bewiesen. Wir wollen eine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Was ist diese Gemeinde? In Epheserbrief wird uns die Gemeinde ganz besonders dargestellt. In Kapitel 1 redet Paulus, dass diese Gemeinde eine Körperschaft mit Autorität, eine Körperschaft, das in der Himmelswelt bekannt ist. Das lesen wir auch in 3, Vers 10, diesem Vers, was wir gelesen haben. Die unsichtbare Welt gibt Acht auf das, was die Gemeinde passiert. Und deswegen müssen wir das zu Herzen nehmen, was Jesus sagt über die Gemeinde, weil wir müssen einen Unterschied ganz besonders in dieser Zeit machen. In Kapitel 2, es heißt, es ist eine Wohnung Gottes. Gott will mitten unter uns wohnen. Die Gemeinde ist eine Wohnung Gottes. Gott will mit seiner Gegenwart bei uns sein. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das sind verschiedene Intensitäten von dieser Gegenwart Gottes. Und wir brauchen das Stärkste, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Wir sind die Wohnung Gottes. Er will sich wohlfühlen bei uns. In Kapitel 3 haben wir bereits gesehen, die ganze Woche, dass wir die Verkündiger der mannigfaltigen Weisheit Gottes, dass das, wie wir praktisch leben, wir verkünden den Himmelswelt, dieser Sieg, was Gott errungen hat, was Jesus gerungen hat am Kreuz, dass er unser Friede ist und er hat aus den beiden eins gemacht. In Kapitel 5, die Gemeinde wird dargestellt als eine Familie. In Kapitel 6 als eine Armee, wo wir die Soldaten sind und sollen denn die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Kapitel 5 sagt uns, dass Jesus die Gemeinde liebt und hat sein Leben für sie hingegeben. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, Paulus spricht zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und sagt ihnen, sie sollen Acht auf sich selbst und auf die ganze Herde haben, wozu Gott sie eingeführt hat als Aufseher. Und in diesem Vers, in dieser Passage wird uns vorgeführt, dass Jesus sein Blut gegeben hat für die Gemeinde. Jetzt kommen wir zu Ende dieser Coronavirus-Krise langsam. Da sind verschiedene Aufrufe, habe ich gelesen im Internet. Die Gemeinde brauchen wir nicht mehr, das ist überholt. Dieses ist falsch und jenes ist falsch. Und diese Gemeinde, ich möchte das nochmal appellieren, da wo wir hingehören, dann gehören wir dorthin, in diese Gemeinde mit all die Fehler und all die Macken und alles, was noch nicht richtig ist. Diese Gemeinde hat Jesus geliebt und diese Gemeinde hat Jesus sein kostbares Blut, für diese Gemeinde sein kostbares Blut vergossen. Und ich möchte dich ermutigen, gebt diese kostbare Gemeinde nicht zu schnell auf, denn Gott hat sie liebt. Und mit dieser hervorragenden Herausforderung oder sehr großen Herausforderung möchte ich euch ins Wochenende entlassen. Gottes Segen und eine schöne Zeit, euer Bob Hatton.